Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Weltgestalter, wo es darum geht, wie wir als Kinder Gottes die Schöpfung nachhaltig prägen. Mein Name ist Nicole Heimann, ich bin Künstlerin, evangelische Theologin und Autorin vom Buch Weltgestalter. Und heute habe ich euch ein schönes großes Herz auf die Whiteboard gezeichnet. Denn heute wagen wir mal einen Blick in Gottes Herz. Wenn ich sage das Herz Gottes oder Herzschlag Gottes, dann meine ich natürlich nicht seine Anatomie, sondern seine Wesenszüge, was ihn ausmacht als Charakter. Vorweg, wir können nicht Gottes Herz komplett verstehen. Wir können seine Gedanken nicht komplett verstehen, denn wir sind Menschen und er ist so viel größer, er ist ja Gott. Aber wir können trotzdem gewisse Leitlinien erkennen, gewisse Charakterzüge, die sich durchziehen, indem wir die Geschichte Gottes mit den Menschen mit nachverfolgen und miterleben. Und das tun wir, wenn wir in der Bibel nachlesen, dann sehen wir über die Zeiten und Generationen hinweg, wie Gott sich gegenüber den Menschen verhält. Und zwei dieser Leitlinien möchte ich mit euch heute durchgehen. Das erste ist der Begriff Mission. Mission kommt als Wort in der Bibel nicht vor, beschreibt aber ziemlich gut, was Gott eigentlich ausmacht. Was bedeutet Mission? Mission bedeutet auf Latein Sendung. Wer hat eine Mission? Vielleicht denkst du an Geheimagenten, der eine Mission hat. Bei Christen denkst du vielleicht an einen Missionsbefehl. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Vielleicht bist du auch eher kritisch und denkst, ja, da sind doch Christen im Namen Gottes in andere Länder gereist und haben Völker unterdrückt und ihre Religion als Begründung dafür gesehen. Eigentlich müssen wir Missionen rausschmeißen. Brauchen wir nicht mehr. Also in all diesen Fällen, der Mensch hat eine Mission. Und das ist ja auch nicht falsch, aber es ist unvollständig, sogar sehr unvollständig. Denn wenn wir an den Herzschlag Gottes denken, dann stellen wir fest, eigentlich ist der Mensch gar nicht der Hauptträger der Mission, der Hauptmacher der Mission. Eigentlich ist Gott selbst der Macher der Mission. Und das nennt man in der Theologie mit dem Begriff Missio Dei. Gottes Mission, Gottes Sendung. Und das sagt im Grunde genommen aus, dass Gott auf uns zukommt. Auf uns als Personen, aber auch als gesamte Gruppen und auf die Schöpfung als Ganze. Schon von Anfang an in der Schöpfung schafft er überhaupt eine Welt, auf die er zukommen kann. Hätte er nicht machen müssen. Schon gar nicht, wenn er weiß, was danach passiert mit dieser Welt. Und trotzdem kommt er auf diese Welt zu. Und er sagt, er liebt diese Welt. Er sah, dass sie gut war. Und selbst in der kaputten Welt, wie sie heute ist, kommt er immer wieder. Er schickt immer wieder Propheten. Er schickt immer wieder Menschen, die mit ihm Gemeinschaft haben, mit dem Ziel, dass man sich versöhnt und dass geheilte Beziehungen zustande kommen. Jesus kommt in die Welt, um diese Versöhnung mit Gott zu ermöglichen und so weiter und so fort. Also Gott selber ist der Macher der Mission. Und das ist wichtig zu wissen, weil sonst kommen wir in so einen Druck rein und denken, ja, wir müssen irgendwie die Welt gestalten und wir machen was. Wir haben die Mission. Keiner von uns hat alle Antworten und keiner von uns weiß genau, was eigentlich Sache ist. Aber das müssen wir auch nicht, sondern Gott hat die Mission und wir machen das nicht aus unseren eigenen Ressourcen, sondern wir zapfen an der Quelle des Lebens selbst, an Gott. Ein Erlebnis, was ich selber hatte. Da war ich 2016 in einem Café in Karlsruhe und da habe ich mit einer Kellnerin gesprochen, am Ende mit ihr gebetet und dann das Café wieder verlassen. Und dann passierte eben, dass ich auf dem Weg nach Hause folgende Gedanken oder Begebenheit hatte. Von diesem Erlebnis berichte ich in meinem Buch Weltgestalter auf Seite 24. Auf dem Weg zur Haltestelle denke ich nochmal über das Erlebte nach. Und das Gesicht der Kellnerin kommt mir wieder in den Sinn. Ich sehe die vielen Menschen um mich herum. Und dann fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Hier sind so viele Gesichter. Junge Gesichter, alte Gesichter, Männer, Frauen, Kinder, Deutsche und Ausländer. Glückliche, traurige und gehetzte Gesichter, gelangweilte Gesichter, die sich den neuesten Fotos auf ihrem Instagram-Feed widmen. Ich bin täglich von solchen Gesichtern umgeben. Aber heute ist es so, als ob ich eine Ebene tiefer sehe. Hinter all diesen Gesichtern stecken Menschen mit einer Lebensgeschichte. Es ist, als ob ich durch ein Fenster in Gottes Herz sehen und er sagen würde, schau diese Menschen an, Nicole. Sie gehen ihrem Alltag nach und ich wünsche mir nichts mehr,
als dass jeder einzelne dieser Menschen mich kennenlernt und zum Leben in Fülle findet. In der Theorie hätte ich diesen Gedanken jeden Tag zugestimmt, aber heute erreicht mich der Herzschlag Gottes. Keine intellektuelle Erkenntnis, dafür aber eine radikale Tiefe, die dann meine Tiefen umdreht. So sehr, dass ich die Tränen zurückhalten muss, als ich schließlich in die Bahn einsteige und dann nach Hause fahre. Der zweite Begriff, den wir heute anschauen wollen zum Herzschlag Gottes, ist der Segen. Ja, der erste Begriff Missio Dei, der kommt in der Bibel so nicht vor, aber er beschreibt ganz gut, was da in der Bibel vor sich geht. Der Begriff Segen kommt vor. Und zwar von vorn bis hinten. Schon in der Schöpfungsgeschichte kommt er vor. Da segnet Gott die Tiere und die Menschen. Dass da das Leben eben erfüllt sein soll. Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Gott beruft zum Beispiel Abram, der später Abraham heißen würde, in 1. Mose 12. Da sagt er, ich werde dich segnen und durch dich sollen alle Völker gesegnet werden. Ja? Und dann geht es eben weiter und weiter und weiter, dass Menschen gesegnet werden durch Gott. Was bedeutet ein Segen? Es ist mehr als ein netter Zuspruch, sondern es ist ein Zuspruch von der Zuwendung von Gottes Herz in dein Leben. Gott wendet sich dir zu und dadurch sollen alle Verhältnisse im Leben besser werden. Ohne jetzt da irgendwie magisch sein zu müssen, aber wenn Beziehung mit Gott stärker ist und wenn Segen Gottes in dein Leben kommt, dann ist es so, als ob diese anderen Verhältnisse auch ins richtige Lot sich rücken. Wir haben also diese beiden Begriffe. Gott kommt auf die Menschen zu und er segnet die Menschen. Und dadurch haben wir auch einen Auftrag als Menschen, nämlich Segen zu sein. Schon im Alten Testament bei Abraham. Ich werde dich segnen, Schritt 1, und dann, du sollst ein Segen sein, in dir sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden, alle Geschlechter, alle Generationen, alle Völker. Also wir bekommen den Segen. Wir müssen ihn uns nicht erarbeiten. Wir müssen nicht irgendwie anstrengen, dass wir möglichst viel Liebe und Kapazität haben, sondern wir lassen uns füllen von Gott, der auf uns zukommt, dessen Herzschlag es ist, mit uns zusammen zu sein. Aber wir lassen es nicht bei uns selber stehen, sondern wir nehmen diesen Segen und wir geben ihn weiter. Wir sind ein Segen für andere. Als Einzelpersonen, als Familien, als Gemeinde oder als Kirche, als Gesellschaft, als Gesamtzusammenhang. Also die Frage an dich und an mich, lassen wir uns von dieser Mission Gottes erfüllen? Lassen wir uns von diesem Herzschlag Gottes begeistern? Und dann reagieren wir darauf, indem wir den Segen empfangen, aber ihn auch ins Leben von anderen Leuten hineinrufen. Zum Beispiel durch Gebet, aber auch indem wir konkret mit Menschen reden, indem wir ihnen helfen, indem wir Gemeinschaft anders gestalten als vorher, indem wir die Natur schonen, indem wir Leben insgesamt in heilere Bahnen lenken. Das war es erstmal für heute, lieber Weltgestalter. Ich hoffe, du konntest diesen Gedanken mit für dich neu plastisch machen, dass Gott wirklich auf uns zukommt und dadurch uns segnet, voll fürs ganze Leben und dann aber auch beruft und befähigt, Segen für andere zu sein. Was ist daran für dich wichtig geworden? Lass es gerne in den Kommentaren, like das Video, teile das Video und abonniere den Kanal, wenn dich diese Themen interessieren. Und wenn du in der Tiefe diese ganzen Sachen nachlesen willst, dann kannst du auch mein Buch Weltgestalter vorbestellen. Das kommt am 1. August 2022 raus, gar nicht mehr so lange hin, vorbestellen. Sonst bleibt mir noch zu sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.